Modern Talking. Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders. Modern Talking. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking einfach anders. Und wir sind ja jetzt mittendrin in diesen wilden Tagen, ja, und Oberkarnevalist Thomas Anders. Sprichst du mich an, ja, oder was? Meinst du mich? Ja, natürlich, der ja auch mal hier im Elferrad war, wie er gesagt hat. Hier, wo war das? In Mörz oder wo warst du im Elferrad? Münster-Maifeld, so viel Zeit muss sein. Münster-Maifeld. Aber das Ganze ist ja auch irgendwie schon 50 Jahre her. Hallo erstmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wusste nicht, dass der Kunzi direkt so mal reingeht. Ja gut, also ich meine, heute, wenn dieser Podcast erscheint, sind ja wahrscheinlich einige noch mit dickem Kopf aufgewacht und da wollte ich gleich direkt ins Thema kommen, damit die Leute nicht so lang, weißt du, die können vielleicht da nicht so lange warten und die sind ja also alle noch größtenteils Karnevals- und Fastnachtsgeschädigt. So, du kommst ja nicht mehr dazu. Ich glaube, wir hatten letztens schon mal drüber gesprochen, dass du eigentlich so Rosenmontag in Mainz, ne, geht nicht mit dir. Nein, geht nicht mit mir. Und ich war auch halt eben gestern, sprich an Schwerdonnerstag, war ich auch nachmittags im Studio und habe einfach noch Songs gesungen und eingesungen. Und aber es ist jetzt für mich doch ein relativ freies Wochenende, denn ich habe ja morgen, Kunzelein, was ist morgen am 1. März? Am 1. März ist ein besonderer Tag für Thomas Anders. Es ist sein Geburtstag. Natürlich. Ich hätte es fast vergessen, Mensch. Aber ich habe gedacht so, okay, jetzt, seit er ja 60 ist es ja jetzt auch nicht ist mehr. Egal. Ich meine, jetzt. Da zählt man nicht mehr. Da zählt man nicht mehr, denkt, hoffentlich merkt's keiner, dass man wieder ein Jahr älter ist. Ich denk mir dann eher so, der ärgert sich dann nur wieder, wenn ich wieder über sein Alter wieder anfange und dann ärgert er sich ja nur wieder und Nein, mach von ich daher nicht. Nein, mache ich nicht. Ich bin ja froh, es gibt viele Menschen, das ist jetzt traurig, die das Alter gar nicht erreichen. Also deshalb bin ich für jedes Jahr happy, wo ich hinkomme und wie gesagt, und Rosenmontag ist es dann wirklich so, dass bei uns mal wieder eine kleine Party stattfindet. Eigentlich immer ein Rosenmontag, aber diesmal ist er etwas größer, weil ich halt eben zum Geburtstag ein paar Leute mehr eingeladen habe. Und dann geht's ganz groß in das Feiern und Promoten von halt eben dem ersten Album, The First Album von Thomas Anders Sings Modern Talking. Ich muss noch mal ganz kurz hier zurückgehen. Du hast ein paar Leute mehr eingeladen zu deinem Geburtstag. Als sonst auf einer Rosenmontagsparty. Also normalerweise kommen dann nur die wirklich Familie und ganz, ganz enge Freunde. Dann sind wir meistens so zu 8, aber ich glaube, diesmal sind wir 20 oder irgendwie sowas. Mhm. Du nicht. Ja, wird bestimmt eine tolle Party, ja? Ja, du bist doch in Mainz. Vielen Dank. Erzähl doch mir keinen Scheiß. Du bist doch in Mainz auf dem Zug und musst doch für RPR irgendwie kommentieren. Ach so ist das, ja, weil du das natürlich genau wusstest, ne? Und dann hast du mich auch gar nicht erst eingeladen, gar nicht gefragt. weil du dir natürlich sagst als Thomas Anders, ich lass mir doch dann nicht hier vom Kunzilein hier sagen, ich komme nicht. Also das geht ja gar nicht. Die Vorstellung, dass du hättest zusagen können, kam mir gar nicht in den Sinn. Tja, ja, so weit ist es schon. Okay, ja, im nächsten Jahr weiß ich jetzt Bescheid. Dann darfst du auch zu dem kleinen, erlauchten Kreis kommen. So. Okay, ich nehme dich beim Wort. Da werden ja noch so einige Dinge, will mir noch so ein paar Sachen einfallen, wo ich dich beim Wort nehmen müsste. Ja. Aber wir wollen jetzt, aber ich freue mich ja für deinen Erfolg. Ich freue mich wirklich sehr und ich meine, ich kannte dich zwar ja früher schon, also ich kannte dich ja schon länger, aber ich war jetzt nie so ein richtiger Fan. Ja, das gebe ich ja also auch ganz offen zu. Ja. aber ich freue mich was richtig. Was bist du eigentlich für ein Arsch? In meinem Podcast
über mich noch und hab abzulästern. total Also, viel Spaß mit deinem 40 Jahre Modern Talking Album. Thomas Anders Sings Modern Talking. Ich habe wirklich so viel Spaß, das zu sehen, wenn ich da als die Videoausschnitte sehe oder auch die Songs, wie geil die produziert sind und wie du da jetzt abgehst. Also ich freue mich, ich fieber da richtig mit, wenn ich sehe, was du da für einen mega Erfolg mit hast und wie es auch die Leute feiern und die Fans, die gehen ja auch total drauf ab und es geht ja jetzt erst richtig los. ja, es ist ja noch gar nicht veröffentlicht. Das ist echt unglaublich. Ja, es hört sich super an und es ist wirklich ganz, ganz toll. Und ich möchte wirklich nochmal, und ich meine, mein Podcast hören ja nun meistens die eingefleischten Fans, das soll überhaupt keine Konkurrenz zu Modern Talking sein, sondern das ist wirklich meine Hommage. Das ist weil ich ja derjenige bin, und das muss man mir glauben, ich zwicke mich ja wirklich mindestens einmal in der Woche, wo ich sage, das ist ja mein Leben, das ist das, was ich erleben darf und durfte. Das ist unglaublich und jetzt gucken wir mal, was draus wird. Und ich kann nur sagen, es macht wahnsinnig viel Spaß beim Einsingen und beim Promoten und halt eben mache ich momentan ganz viele Interviews und was halt eben Journalisten mich auch fragen und da erkenne ich auch dieses Faszinierende an Modern Talking und jetzt unabhängig davon, dass ich es bin, aber es ist tatsächlich so, man muss sich vorstellen, 40 Jahre danach ist das immer noch Riesenthema. Und weißt du, Kunzi, das hätte ich mir doch nie in meinem Leben vorstellen können, dass das so ist. So, jetzt genügend der Sentimentalität. Wie geht's dir denn so? Wie geht's mir denn so? Ist aber nett, dass du fragst. Ja, ich bin noch ein bisschen lediert, weil ich habe ja schon die ganze Zeit hier Fastnacht und Karneval gefeiert. Ich habe ja so eine Aktion im Radio gemacht, Kunze der Fastnachtsretter. Und da habe ich mich quasi angeboten für Vereine, die keine Redner haben, weil es gibt ja immer weniger Leute, die irgendwie ehrenamtlich sich engagieren und dann wollen dann die professionellen Büttenredner wollen natürlich alle Gagen und Geld und dann konnten die mich gewinnen und dann kam ich dahin und habe dann so mein Programm abgespielt. Das hieß die Hochzeit meiner Schwester, wo ich über meine Schwester, die Chantal, erzählt habe. Du erinnerst dich, ich habe es dir ja mal kurz vorgespielt, es war so sehr lustig, als in den Anfängen. Es ist sehr lustig. Und aber es war schon auch heftig. Ich habe da so 3-4 Termine an einem Abend gemacht. Überleg mal, ich meine, wie machst du das denn? Ja, gut, ich bin ja noch ein paar Jahre jünger als du. Arschloch, habe ich gar nicht so fragen wollen. Wie macht man das logistisch? Vom Alter schaffe ich das auch. Ich habe einen Fahrer. Dieser Kunze. Ich habe einen Fahrer, die gucken dann vor, die planen die Tour und dann wird dann mit dem Verein abgesprochen und die schieben mich dann quasi da so ein. Ne? Wann ist die erste Show? Um 4 und die letzte um 8 oder wie? Die erste ist meistens schon so um 8:30, die zweite ist dann so 9:30, dann hast du 10:30 und teilweise auch 11:30. Ja? Also Kannst du schon auswendig deinen Vortrag? Ja, natürlich, ich kann alles auswendig. Ja, ich habe dann quasi auch so ein Piano da stehen auf der Bühne und spiele dann auch und begleite mich. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es hat mir so einen Mini-Einblick gegeben quasi, ja, was du Superstar so für ein Leben führst. Bei mir war das ja so im Kleinen jetzt, ne? Und ich war ziemlich kaputt, wenn ich dann nachts so um 3-4 dann nach Hause kam. Mein lieber Mann, da weißt du auch, was du geschafft hast. Also ich habe noch nie in meinem Leben 4 Shows hintereinander gemacht. Das kannst du mir glauben. Also es kommt hin und wieder mal vor, dass ich 2 Shows am Tag machen kann. Darf. Ja. Muss ist immer doof. Aber nein, aber das geht natürlich ganz, ganz selten. Okay, wie viele Minuten ist dein Vortrag? Ja, bei mir ist es ja so 20 Minuten. Bei dir ist es ja ein bisschen länger, würde 110, ich mal sagen. Ne? Ja, 110 Minuten oder so. Ja. Und gut, das geht da nicht, kann man nicht machen. Das macht auch die Stimme da nicht mit, aber trotzdem, also auch 4-mal mit Reisen, weil es ist ja nicht nur diesen Vortrag halten, es ist ja auch, da weiß ich, wovon ich rede und du weißt auch, wovon ich rede. Du musst dich ja immer wieder auf ein neues Publikum einstellen, immer wieder aufbauen, immer wieder die Vibes aus dem Publikum erkennen, wie mache ich was, das ist echt anstrengend. Und boah,
Ja. Aber weißt du was? Genau das, ne, ist doch, das habe ich jetzt so erfahren, ist so der Kick bei der Sache, ne? Ich habe mich jedes Mal drauf wieder gefreut. Das Spannende ist wirklich, dass du nie weißt, was erwartet dich da jetzt eigentlich? Wie sind die drauf? Was haben die vorher erlebt? Wie viel haben die getrunken oder auch nicht? Oder wie ist da die Stimmung, diese Location? Du weißt es ja gar nicht. Du kriegst dann ja alles aufgebaut, du kriegst dann nur hinter der Bühne dein Mikro in die Hand und los geht's. Aber genug jetzt von mir. Ich wollte nur sagen, ich habe da einen kleinen Einblick gekriegt und habe mich so ein bisschen gefühlt wie die Taylor Swift von Rheinland-Pfalz, kann man sagen. Das war ja auch noch Rheinland-Pfalz, diese Auftritte. Ja, dann schick das doch mal der Taylor Swift. Ja, Freu dich auf die Reaktion. Ja, also auf jeden Fall, ich habe es sehr genossen und wir haben jetzt heute auch mal eine größere Fragerunde hier vorbereitet und da geht es tatsächlich auch um das neue Album. Da hätte ich schon die ersten Fragen, zum Beispiel von Frank aus Bad Salzuflen. Ufflen. Der schreibt... Ufflen. Ufflen heißt das? Ja. Ja. Ich war da schon. Ja, hast du da auch schon in dem Kurhaus da gespielt? Nee, in dem Kurhaus nicht, aber ich habe irgendwo da gespielt. Ich kenne Bad Salzuflen. Ja, okay, dann habe ich es eigentlich falsch vorgelesen. Egal. Also, Entschuldigung, Frank aus Bad Salzuflen. Er schreibt, lieber Thomas, was ist eigentlich mit dieser legendären Kita? Ich habe mitbekommen, dass du die dem Deutschen Haus der Geschichte zur Verfügung stellst. Dieses Instrument hattest du ja eine Zeit lang bei deinen Auftritten damals umgehängt. Warum war diese Kita dann plötzlich verschwunden und ist dann nicht mehr bei den Auftritten benutzt worden? Liebe Grüße. Ja, vielleicht sollten wir erstmal erklären, was eine Kita ist. Willst du das als Chefmusiker? Ich kann das natürlich ganz kurz erklären. Also eine Kita ist ja quasi so ein Keyboard zum Umhängen. Ne? Man hat also quasi so ein Keyboard, das sind die Tasten, ne? Und dann kann man quasi noch verschiedene Sounds und so einspielen, hat dann die ganzen Knöpfchen, aber man hat es umhängen wie eine Gitarre, nur eben mit Tasten. So, genau, das ist es. Besser hätte ich es nicht sagen können. Danke. Ja, aber ich hatte ja mehrere davon, von der Kita. Aber eine, wie gesagt, die hatte ich jetzt noch. Und die werde ich am 11. März dem Haus der deutschen Geschichte übergeben. Es gab wirklich nur zwei Songs. Das war You're My Heart, You're My Soul und You Can Win If You Want, wo ich diese Kita auch benutzt habe, auch im Video gespielt habe. Und ich habe dann einfach gesagt, das bin nicht ich. Nur weil ich halt eben Klavier gelernt habe und halt eben so ein bisschen spielen kann, ich muss mich freier bewegen. Ich bin mehr der Bühnenmensch, der sich öffnet, und ich wäre auch kein Mann für die Gitarre. Ich brauche da einfach mehr Bewegung, und deshalb habe ich mich damals, und da bin ich auch sehr happy drüber, durchgesetzt bei der Plattenfirma, dass ich sagte, ich möchte diese Kita nicht mehr in der Hand halten, sondern ich möchte anders performen. Das ist der Hintergrund, warum ab Sherry Sherry Lady es keine Kita mehr gab. Okay, dann ist die Frage hier damit beantwortet. Lieber Frank aus Bad Salzuflen. Du musst nicht husten dabei, aber es ist kriegst den Podcast-Tasse auch. Jetzt haben wir hier, lieber Thomas, meinen herzlichen Glückwunsch zum Nummer 1 Album mit Florian und natürlich auch zu 40 Jahre Modern Talking. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die Albenklassiker von Modern Talking im neuen Sound. Nur noch eine Frage, gibt's vielleicht auch eine Live-DVD von Modern Talking, zum Beispiel das letzte Modern Talking Konzert in Berlin oder ähnliches? Und danke jetzt schon mal für die Podcast-Tasse. Dein großer Fan Arvid oder Arvid, ja. Das ist momentan nicht geplant, aber ich stehe gerade in Verhandlungen mit Konzertveranstaltern, die halt eben 40 Jahre Modern Talking auf die Bühne bringen wollen. Und da habe ich in den nächsten Wochen habe ich da meine Termine, und das wäre dann Anfang 26, wo wir halt eben wirklich 40 Jahre Modern Talking auf die Bühne bringen mit einer großen Show, mit Erinnerungen an damals, mit tollem Videocontent
Und ob sich das umsetzen lässt, das werde ich in einem der nächsten Podcasts sagen können. Aber das ist momentan die Idee dahinter. Und ich bin mal sehr gespannt, was man mir anbietet. Arvid, weißt du Bescheid? So, jetzt, ja, diese Frage musste natürlich kommen, geht's auch. Mira aus Lübeck sagt, hallo, ja, danke, dass du auch meinen Namen erwähnst. Warum ist bei dem 40 Jahre Modern Talking Album, beziehungsweise bei den Alben, warum ist Dieter Bohlen nicht mit dabei? Weil er nicht wollte. Er wurde angefragt Ja? und er hat gesagt, er möchte nicht. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil das war relativ kurz und knapp. Christian Geller hat halt eben bei seinem Anwalt angefragt. Und die Antwort war, nein, Herr Bohlen legt darauf keinen Wert. So. Und Ja, also. ich kann da auch jetzt nicht, ich will doch gar nichts rein interpretieren. So einfach ist es erklärt. Ja, dann, Mira, Eben du kriegst nicht. die Podcast-Tasse, dann weißt du Bescheid. So, jetzt gehe ich mal wieder ganz nach oben zu den Fragen, weil ich habe jetzt die von zu den Alben habe ich jetzt direkt mal vorgezogen, weil wir gerade darüber gesprochen hatten. Daniela Schönecker schreibt: Hallo Thomas, hallo Kunzi. Da es in letzter Zeit immer weniger Fanfragen gab, bin ich nochmal in mich gegangen und habe überlegt, was mich noch so interessieren könnte. Es wäre jetzt mein zweites Mal, getreu dem Motto, sie hat es wieder getan. Ist das überhaupt erwünscht, ein zweites Mal zu fragen? Ich hoffe doch schon, antwortet sie. Ist das jetzt ist das eine Frage? Naja, sie will wissen, ob das überhaupt erwünscht ist, ein zweites Mal eine Frage stellen. Das, natürlich, oder? Wenn ist die doch gar kein Frage, Problem. wenn die Frage nicht blöd ist, dann gern. Ja, mich würde interessieren, ob Thomas als Teenie Poster in seinem Zimmer hängen hatte und wenn ja, von wem? Gab es vielleicht auch eine Sängerin, für die du als Jugendlicher geschwärmt hast? Liebe Grüße von Daniela Schönecker. Macht weiter so, ich höre jede Folge von Anbeginn. Es ist ein super Entertainment. Oh, das freut uns aber. Das freut uns sehr, Daniela. Vielen, vielen Dank. Nein, ich hatte kein Poster bei mir im Zimmer. Ich hatte ich gestehe es. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt irgendwie dafür gebasht werde oder ausgelacht. Ich hatte eine riesige Fototapete. Das war damals total aktuell. Ich weiß nicht, war das bei dir auch noch, Kunzi? Hattest du das noch oder bist du dazu? Fototapeten? Nee. Doch. Nee, ich hatte mal eine Heidi-Tapete, ich hatte mal eine Alf-Tapete, ich hatte solche Eine Sachen bei mir. Alf-Tapete? Ja, Alf aus den 90ern. Es gab auch eine Alf-Tapete, ich habe noch Alf-Kuscheltiere. Dann durftest du aber nicht morgen nachts aufwachen, dass du dich erschrocken hast oder sowas. Nightmare on Elf Street. Der war doch goldig. Der war doch goldig, der Alf. Eine Fototapete? Ich hatte, und zwar so von so einer Karibikinsel. So Sonnenuntergang an einer Karibikinsel. Solche Sachen hatten doch manche in so Partykellern waren doch solche Tapeten oft, hattest du das gehabt. Hallo? Ich bin 15 Jahre älter als du. Das war damals der heiße Scheiß, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, okay. Also eine Fototapete, Sonnenuntergang in der Karibik. Ja, weil ich einfach Sonne mag und weil ich Wärme mag und ich mag einfach Strand und ich mag das alles und ich habe mir halt eben eine Wand in meinem Kinderzimmer war halt eben eine Fototapete. So, und keine anderen Poster. Mensch, da hattest du quasi die rote Sonne von Barbados schon zu Hause in deinem Zimmer, bevor es die Flippers überhaupt gesungen haben. Ich habe denen mal ein Bild geschickt und dann haben die daraufhin den Song geschrieben. Ja, du warst die Inspiration. Natürlich. Wer auch sonst, Mensch. Ja, herrlich. Also, aber gibt es, okay, wenn du jetzt aber kein Poster hast, gab es denn dann damit, weil die Frage ist ja auch noch vielleicht auch eine Sängerin, für die du geschwärmt hast. Gab es sowas früher? Aber war das ganz große. Aber war riesig. Und ich glaube, wir haben das schon mal in einem Podcast besprochen mit London, mit dem Avatar und sowas. Bitte, wenn ihr irgendwie dahin wollt, es geht nur noch bis Anfang 26. Also noch ein gutes Jahr und dann baut London das ab. Und das gibt es nicht mehr. Und ABBA war für mich da war ich noch ein bisschen jünger.
und das ist auch lustig, da erinnere ich mich gerade dran, ich habe wirklich total die Lieder von Vicky Leandros gemocht. Von Vicky Leandros. Ja, und das ist natürlich für mich etwas, wenn man heute sich kennt und miteinander austauscht und miteinander halt eben einen Abend verbringt, wie ich jetzt bei der Bildparty war und Erinnerungen austauscht mit Vicky, ist das natürlich total lustig, interessant. Also ich meine, okay, Vicky ist ja nun in den 70ern und immer noch ja, eine tolle Frau. Und ich bin halt eben dann 10 Jahre älter. Gut 10 Jahre. Das ist schon ein Unterschied. Jünger bist du. Ach, habe ich älter gesagt? Um Himmels, dass ich das mal sagen muss, dass du jünger bist. Ich bin ja froh, dass du Ich hab aufpasst. dich gerettet. Dass du aufpasst. Das war jetzt ein Test, ob du nicht schon eingeschlafen bist. Verstehst du? Hallo. Ich habe das ganze Zeit das Bild von Vicky Leandros vor mir. Die hatten wir mal engagiert bei der eisernen Hochzeit meiner Großeltern. Da hat Vicky bei uns im Dorf quasi gesungen. Ja? Ehrlich? Und ich habe die Liebe gesehen. Das ist das große Lied meiner Großeltern gewesen. Ja. Aber wenn du sagst, Vicky Leandros, du hast die Lieder von ihr geliebt. Ich habe mich ja immer gefragt, ne, wenn die singt, Theo, wir fahren nach Lodz, ja, hat sich eigentlich mal jemand Gedanken gemacht, wo dieses Lodz überhaupt ist? Ja, ich bin ja schon aufgetreten. Das ist doch irgendwo Polen oder so, oder? Das heißt auch nicht Lodz. Das ist ja ein L mit einem Strich durch und es wird als Wutsch. Aber Theo, wir fahren nach Wutsch, würde ich ja beschissen anhören. Also, hier, hat man. Theo, wir fahren nach Da freut sich der Kunzi. Ja, es ist Wutsch. Und es heißt nicht Lodz. Ich glaube, es ist nicht unbedingt einer der Lieblingssongs von Vicky. Aber ich meine, grandios ist einfach, und das ist ja wirklich in die Musikgeschichte eingegangen, ist Ich liebe das Leben. Was für ein grandioser Song. Haben sie dann auch alle nochmal gecovert, ne? Und jeder will es singen, ja? Ja. Super, ja. Gut, wo war ich? Daniela. Also, Daniela, liebe Grüße nach Bad Oldesloe. Bald Oldesloe? Oh, das sprichst du mal richtig Bad aus. Ja, oh Gott, ja, Gott sei Dank, ja. Und gibt ja auch keinen Ort, wo du noch nicht warst. Naja, es hätte ja sein können, Wen dass hab du ich in- Oldesloe sagst. Klar, ich habe hier noch René aus Wernigerode. Oh, du hast aber Was, heute ganz Wernigerode? schwierige Orte. Ich sag's dir. Wernigerode. Egal. Ja, die 2 Glas Wein lasse ich das nächste Mal weg. Also, hallo Thomas, du warst ja auf den Malediven. Hast du erzählt. Meine Frau würde da auch gerne unbedingt mal hin, aber was macht man denn da den ganzen Tag? Da gibt's doch gar keine Ausflugsziele oder Wanderungen, die man da machen könnte. Also, Danke für deine Tipps jetzt schon, René. Also, René, wenn du Gebirge sehen willst, bleibst du besser weg von den Malediven. Nein, man fährt eigentlich. Ich weiß nicht, ich kenne jetzt deine wirklich intime Beziehung nicht zu deiner Frau, ja? Also sagen wir mal so, wenn sie unbedingt auf die Malediven will und du willst irgendwie Städtereise machen, ist das nicht genau kompatibel, um es mal nett auszudrücken. Also ich kenne das ja auch mit Malediven, kenne ich das so, die auf die Malediven gehen, die wollen immer nur, ne, quasi Ruhe. das ausleben, wo sie vielleicht daheim keine oder weniger Zeit dafür haben. Also Malediven ist etwas, wo man wirklich traumhaft nun tauchen kann. Aber man kann da auch wirklich entspannen. Und für mich ist das die Erholung pur, wenn man so etwas mag. Ich mag dort am Pool sein. Ich habe immer eine Overwater-Villa, wo ich bei mir in dem Haus halt eben alleine sein kann. Ich kann ein Buch lesen. Ich gehe dann oder fahre dann mit dem Fahrrad, haben die auch, ins Restaurant. Und man isst irgendetwas. Man kann dort auch mal an den Strand gehen. Man kann mal schnorcheln. Das kann man definitiv. Das ist überhaupt kein Thema. Und ich würde es nicht empfehlen für einen 3-Wochen-Urlaub, ja. Also so eine Woche, 10 Tage reicht komplett. Aber man hat, was für mich immer wichtig ist, gleichbleibende Temperaturen. Man hat, es ist tagsüber sind's
30 Grad, nachts sind es 28. Man braucht keine Schuhe, man hat nur kurze Hosen, man hat ein T-Shirt und irgendwie ein Hemd dabei und mehr ist es nicht. Also es ist sich um nichts Gedanken machen, einfach was drüber werfen morgens und sogar eine Dusche, das ist halt eben in verschiedenen Hotels, die sind unter freiem Himmel. Du gehst einfach raus, morgens bei 29 Grad, machst die Dusche an und du duschst und du brauchst noch nicht mal ein Handtuch, weil du sofort trocknest. Also das ist Freiheit pur. Das sind für mich Malediven. Wer aber Städtetour oder Berge, Wandern, keine Ahnung, Fahrradtouren braucht, der sollte vielleicht die Malediven meiden, weil das macht keinen Sinn. Also deine Tipps wären jetzt für René, Malediven, was weiß ich, Schnorcheln, Wellness, entspannen. Mehr ist da nicht, Genau, oder? Wellness, also es ist im Grunde entspannen, man kann Wellness machen und man kann schnorcheln, man kann rausfahren, man kann Manta-Tauchen machen, man kann in die Riffs. Angeln geht doch bestimmt auch. Angeln Nee? habe ich jetzt da noch nicht so großartig gelesen. Aber man kann wirklich dann morgens, fährt man dann mit dem Schiff raus und ist dann eigentlich 3-4 Stunden mit einem Lehrer, einem Tauchlehrer, ist man dann im Wasser und man taucht dann an dem Riff und es ist ja wirklich so, das ist ja ein Atoll, also die Atolle, die Malediven. Und man kann da wunderbar schnorcheln und man sieht es auch von oben, aber wenn man am Schnorcheln ist, kriegt man das ja nicht so mit. Und dann plötzlich geht es 1000 Meter tief in dunkelblau. Wo du denkst, wow, was ist das? Dann habe ich natürlich sofort Panik. Das mache ich auch nicht, weil ich bin ja ein Schisser. Kann ich ja nicht. Aber Malediven ist für mich einfach Erholung. Und um diese Jahreszeit, wenn ich auch ganz ehrlich, wenn ich die Schattierungen 50 Shades of Grey nicht mehr ertragen kann, dann bin ich froh, wenn ich Sonne habe. Ich verstehe. Gut, das haben wir jetzt ausführlich beantwortet. Danke. René. Danke für den Hinweis, Herr Kunze. Ja? Nee, das ist okay. Dann können wir zur nächsten Frage kommen. Ne? Für alle beantworteten Fragen gibt es natürlich wie immer die Modern Talking einfach anders. Podcast-Hasse ist ja ganz klar. Wir haben noch, auch schön, Birgit aus Celle. Ich traue mich jetzt einfach mal, lieber Thomas, dir folgende Frage zu stellen. Lieber Thomas, wer hat bei euch zu Hause eigentlich die Hosen an? Man sagt ja immer, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Wer bestimmt daheim? Das ist richtig. Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Wer die Hosen dann hat, also ich könnte fast sagen, Claudia genauso oft wie ich, tagsüber, und dann, dass wir die Hosen anhaben. Und jetzt sehen wir so aus. Nein, aber ja, aber es ist bei uns wirklich so, dass wir sehr, sehr pari-pari sind. Ich habe natürlich mein Gebiet, wo ich mir nicht reinreden lasse und Claudia hat ihr Gebiet, aber wir sind ein Paar, das sich extrem austauscht. Also weil wir meistens von zu Hause aus arbeiten, kriegt man auch alles mit und wir besprechen uns auch. Und bei uns, das ist manchmal das Problem, ist es so, dass wir auch so den Abschluss nicht finden und plötzlich ist es irgendwie 21 Uhr und wir reden immer noch über was wir machen können und Marketing und hier wäre es irgendetwas, dass wir sagen, boah, jetzt ist es auch langsam mal gut. Das ist vielleicht ein Nachteil, aber ich glaube, wir sind uns da ebenbürtig. Da ist nicht, und es geht hier nicht um Kämpfe gewinnen. Es geht hier nicht darum, ich habe jetzt mehr Recht gehabt oder du hast mehr Recht gehabt, sondern es geht einfach um den Austausch, dass man sagt, hatten wir einen guten Tag, hatten wir einen glücklichen Tag, haben wir auch einen produktiven Tag gehabt. Und ich glaube, das ist wichtig. Und es geht nicht um dieses Geschlechterdenken, wer hat jetzt hier die größere Stärke. Das gibt's bei uns überhaupt nicht. Weil
jeder hat seine Stärke auf seinem Gebiet. Und ich bin da ganz ehrlich, es gibt Sachen, da fange ich jetzt gar nicht mehr an, die gebe ich direkt Claudia ab, da habe ich keine Ahnung von. Mach du das. Und bei ihr ist es genauso. Und das ist einfach eine gute Kombi. Ja, also Frage ist damit beantwortet. Letzte Frage für heute kommt von Friederike aus Basel. Aus der Sie Schweiz? schreibt: Lieber Thomas, du bist ja viel auf der Welt unterwegs. Welche 3 Dinge musst du auf deinen Reisen immer dabei haben? Und damit meine ich jetzt nicht die Zahnbürste oder den Rasierer. Es gibt ja sicher so Utensilien, persönliche Dinge, die du einfach dabei haben musst oder zumindest dabei haben willst. Was ist das? Es ist immer mein Handy, es ist immer mein iPad. Gut, das ist 1, ja? Oder? Ja, das ist 1. Weil damit ist man mit der Welt connected. Das ist so. Ich brauche immer, was brauche ich immer? Wenn mir irgendwas fehlt, es ist eine gute Frage, wo man mal wirklich in sich selbst gehen muss und überlegen muss, auf was willst du nicht verzichten? Okay, Handy, iPad ist 1. Was ich wirklich fast immer dabei habe, ist eine kleine Duftkerze. Eine kleine Duftkerze. Ja, es gibt ja so Mini-Duftkerzen. Weil es gibt wirklich hin und wieder mal Hotelzimmer, die stinken einfach. Es ist oft so, wenn man die Fenster nicht aufmachen das haben wir kann. doch. Wow, Mensch, Friederike, also das, danke für diese Frage. Das hat er uns noch nie erzählt. Naja, er hat eine pass kleine Duftkerze. Ja, aber es gibt ja manchmal diese super duper Hotelzimmer, wo du die Fenster nicht öffnen kannst, wo alles nur über Klimaanlage geregelt wird. Und wenn vorher da so ein Stinkstiefel drin war, das ist echt, da kann ich echt schlecht mit umgehen. Dann wird eben so eine kleine Duftkerze angemacht und dann riecht das auch gut. Und was ich sonst noch dabei habe, das ist, ich habe in der Tat immer in meiner Aktentasche eine Tüte Lakritze. Eine Tüte Lakritze? Ja, weil es gibt nirgendwo so geile Lakritze wie in Deutschland. Es gibt Länder, die haben das gar nicht. Und ich liebe Lakritze. Ich liebe so Salmiak-Lakritze und sowas. Und wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt irgendwie so ein bisschen Heimat, dann nehme ich mir halt eben so ein paar Salmiak-Lakritze und nuckel darauf rum und dann ist es wieder gut. Heißt es, du hast manchmal Heimweh ein bisschen? Naja, wenn du halt eben unterwegs bist, dann denkst du schon, auch heute wäre ich schon mal gerne daheim und kommt schon mal die Frage für mich selbst auf, warum mache ich das Ganze hier? Warum, in Anführungszeichen, warum tue ich mir das Ganze an? Das ist so. Wenn du halt eben 10 Tage unterwegs bist und sagst, boah, und dann nochmal. Und ich bin ja auch jemand, ich bin ja so bekloppt, ich gucke mir ja im Ausland auch immer mal das Wetter in Koblenz an. Und ich bin dann total traurig, wenn in Koblenz geiles Wetter ist und ich kann nicht bei mir zu Hause sein und kann das nicht genießen. Aber ich glaube, das macht jeder. Das macht Echt? jeder, das mache ich auch. Wenn ich im Urlaub bin oder irgendwo, dann gucke ich immer, wie sieht's denn eigentlich gerade bei uns zu Hause aus? Wie ist denn da das Wetter? Ja, gucke ich auch immer, wie ist bei mir im Ort das Wetter? Das ist, glaube ich, so ein Phänomen, was viele machen. Aber das mit der Duftkerze und mit der Lakritze, das fand ich jetzt total spannend, das mal über dich zu erfahren. Ne? Das haben wir noch nirgends gehört. Das finde ich cool. Ja, aber es gibt so kleine, die sind so, keine Ahnung, so 5 Zentimeter hoch und dann mache ich die einfach an und. Darf man die im Handgepäck haben? Nein, die sind bei mir im Kulturbeutel, das ist vollkommen mir wurscht. Das brauchst du ja nicht ich glaube, man könnte es auch im Handgepäck, weil ohne Feuer kann ja da nichts passieren. Also das ist nun wurscht, aber ich bin wirklich jemand, der dann halt eben sowas Kleines im Kulturbeutel hat und dann
wenn es echt muffelt oder sowas, dann mache ich die an. Also zum Beispiel, wenn ich ins Bad gehe und sowas und dann brennt die. Ich lasse sie nicht unbeaufsichtigt an, aber ja, man kann sie auch mal vergessen. Aber dann brennt die und dann riecht es halt eben lecker. Und das ist ein Duft, den ich mag, der mich auch wieder an zu Hause erinnert. Also das war doch mal, also das finde ich, also, ja schön. Vielen Dank für eure tollen Fragen. Die Podcast-Tassen gehen natürlich raus, auch wenn es jetzt schon die zweite Podcast-Tasse ist, aber wenn wir die Frage jetzt genannt haben, wie von dir zum Beispiel, Daniela, und wir haben die hier erwähnt und dann auch beantwortet, gibt es natürlich auch eine zweite. Das machen wir. Ja, und ansonsten, jetzt wird der Thomas morgen schon wieder ein Jahr älter. Und vergesst nicht, ihm Geburtstagsgrüße zu senden. Ja. Es ist so, ach Kunzilan, du denkst ja so an mich. Es ist ja fantastisch. Nein, ich sage einfach danke, dass ihr wieder zugehört habt. Und wenn ihr morgen an mich denkt, ist es schön. Ich hoffe, dass Kunzi auch an mich denkt. Ich denke an nichts anderes. Ach ja. Gibt's bei ihm auch mal was Normales? Nein, gibt es nicht. Nein, schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf den nächsten Podcast und vielen Dank für eure Fragen. Das waren, finde ich, interessante Fragen. Findest du nicht auch? Ne? Ja, ich fand das super, wirklich, ja. Und ja, ich liebe es und ja, beim nächsten Mal werden wir darüber reden, ganz einfach, wie das Album angekommen ist. Das erste Album, the first album von den weiteren 5, die noch kommen. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich kann euch verraten, ich bin auch sehr aufgeregt. Soll ich jetzt noch was sagen? Aber du darfst mal das letzte Wort. Du darfst mal das letzte Wort sagen. Ich habe mich ausgeredet jetzt. Okay, dann sage ich noch was Schönes, was Nettes zum Abschluss. Also vielen Dank für die vielen Nachrichten und dass ihr meinen Namen auch so oft erwähnt. Ja, das freut mich ja total, dass ich hier neben dem großen Thomas auch ein bisschen glänzen darf. Und das freut mich total. Und wenn der Thomas jetzt morgen ein Jahr älter wird, ne, also ich finde, ich darf das auch mal als Mann sagen. Es gibt wenige Männer, die in diesem Alter noch so gut, frisch und toll aussehen wie der Thomas. In diesem Sinne. Mann, weißt du, jetzt nimmst du das nicht ernst. Jetzt mache ich da ein Kompliment zum Schluss und es wird wieder nicht ernst genommen, weißt du? Dann kann ich es auch lassen. Ja, danke, freudig. Ich muss das so sagen, weil meine Frau das auch immer möchte und sie sagt, sag dem Thomas wieder, wie toll er ausgesehen hat. So. Danke fürs Kompliment. Also. Danke fürs Kompliment, mein Lieber. Ich überlege mal drüber. Ne? Ich denk mal nach. Ich hab dich lieb. Ciao. Ich dich auch. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.